America has rarely been so divided. An unprecedented presidential race. At the heart of the action, inside both candidates' headquarters. That I will be president for all Americans. Thank you. I congratulated Donald Trump, and I'm sorry that we did not win this election. Genau vor einem Jahr hat Donald Trump die US-Präsidentschaftswahlen gewonnen. Das Rennen um das Präsidentenamt dauerte 19 Monate und ging als einer der hässlichsten US-Präsidentschaftswahlkämpfe in die amerikanische Geschichte ein. Wir sahen gerade die Autokolonne des frisch gewählten Präsidenten vorbeifahren. Was hältst du davon, Mark? Es hört sich immer noch merkwürdig an, Stefan, wenn du Präsident Donald Trump sagst. Diese Wahl hat meiner Meinung nach viele Fragen aufgeworfen. Was ist beispielsweise mit der Umwelt, wenn es jetzt einen US-Präsidenten gibt, der sagt, dass der Klimawandel ein Schwindel ist? Was ist mit den Menschenrechten, wenn wir einen neuen US-Präsidenten haben, der in der Vergangenheit Waterboarding und Guantanamo verteidigt hat? Und was ist mit der Mauer zwischen den USA und Mexiko? Das war eines der allerersten Wahlversprechen, das Donald Trump machte. Wird sie kommen? Was ist mit dem umstrittenen Gesundheitsgesetz Obamacare? Trump sagte immer, er werde ab dem ersten Tag anfangen, Obamas Vermächtnis rückgängig zu machen. Ich frage mich, ob Trump als Präsident eine andere Person sein wird als Trump, der Präsidentschaftskandidat. I am your voice. Ja, Mark, das war eine bemerkenswerte Nacht genau vor einem Jahr in New York. Du bist nicht älter geworden, muss ich sagen. Bei mir bin ich da nicht so sicher. Das war ein unglaubliches Jahr. Präsident Trump zu sagen, kommt mir immer noch nicht leicht über die Lippen. Aber im ersten Jahr der Trump-Präsidentschaft haben wir uns an so viele Dinge gewöhnt. Wie geht es dir? Hat dich irgendetwas überrascht? Man beginnt sich irgendwie an die Zusammensetzung der drei Wörter Präsident, Donald und Trump zu gewöhnen. Man hat vielleicht ein wenig mehr Schwierigkeiten, sich an den Stil des Präsidenten zu gewöhnen. Donald Trumps bevorzugtes Kommunikationsmittel ist immer noch Twitter. Das hat man noch nie zuvor bei einem US-Präsidenten erlebt. Man hat sich an die täglichen Tiraden gewöhnt, an die morgendlichen Tweets, die uns eine Vorstellung davon geben, in welcher Stimmung sich Donald Trump gerade befindet. Wie geht es dir damit, Stefan? Seine Tweets und sein Schwulst sind ermüdend. Jetzt, wo ich in Brüssel bin, höre ich unter den europäischen Staats- und Regierungschefs viel verhaltenes Gerede, um es milde auszudrücken, über die Trump-Regierung. Among European leaders about the Trump administration. And my feeling is that und ich habe das Gefühl, dass sich die Menschen in Europa auf eine Politik des Aussitzens eingestellt haben. Man erwartet nichts von Trump in den verbleibenden 3 Jahren. Man versucht nicht, ihn zu erziehen. Er ist, wie er ist. Man muss irgendwie mit ihm umgehen. Was die Weltbühne angeht, sollten wir nicht im Entferntesten von Trumps Aktionen überrascht sein. Er macht und er versucht zu tun, was er seinen Wählern versprochen hat, nämlich Amerika an die erste Stelle zu setzen. Die USA handeln jetzt einseitig, anstatt Koalitionen und Partnerschaften aufzubauen. Das Land entzieht sich internationalen Vereinbarungen, sehr wichtigen internationalen Abkommen, dem Atomabkommen mit dem Iran und dem Pariser Klimaabkommen. Seine Präsidentschaft hat eine Lücke auf der internationalen Bühne hinterlassen, die jetzt von anderen Spielern besetzt wird. China ist interessanterweise ein sehr starker Anwalt im Kampf gegen den Klimawandel geworden. China präsentiert sich als eine führende Nation im internationalen Handel. Das klingt seltsam, oder?
international trade. I mean, it sounds odd, doesn't it? Die Leute vergleichen es mit einer Reality-Show, mit einer Serie wie House of Cards. In den ersten 6 Monaten fällt vor allem die Liste der Opfer der Trump-Administration auf. Michael Flynn, James Comey, Sean Spicer, Anthony Scaramucci. Diese Liste lässt einen vielleicht ein bisschen mehr an The Walking Dead als an House of Cards denken. Würdest du gern über den nächsten US-Wahlkampf berichten? Auf jeden Fall. Ich würde sehr gern über den Wahlkampf 2020 berichten. Besonders, wenn Donald Trump dabei ist. Donald Trump, egal ob man ihn liebt oder hasst, ist immer jemand, über den man reden kann. Es gibt keine Langeweile mit ihm. Bei der nächsten Wahl ist meiner Meinung nach ausschlaggebend, welchen Kandidaten die Demokraten gegen ihn aufstellen. Worauf Donald Trump zählen kann, ist seine Basis. Wir wissen, dass es einen gewissen Teil der amerikanischen Wähler gibt, der für Donald Trump stimmen wird, egal was er tut. Andererseits gibt es aber auch einen bedeutenden Teil der amerikanischen Wähler, der für den Gegner von Donald Trump stimmen wird, egal wer er oder sie ist. Und worauf es dann ankommt, sind die Menschen in der Mitte.